ChatGPT hat eine neue Pro-Version für volle $200 im Monat. Und ich habe sie mir für euch direkt bei Release geholt und ausgiebig übers Wochenende getestet und eine volle App entwickelt. Eine mobile App, die aktuell bei Android tatsächlich im Play Store überprüft wird und dann freigegeben wird für alle. iOS noch nicht, das kommt noch, das dauert ein bisschen länger. Die beiden brauchen ein bisschen. Und ja, ich würde sagen, ich kann jetzt ganz gut reviewen, was OpenAI's GPT-o1 Pro kann und was es nicht so gut kann. Aber lasst uns vorher mal dieses Pricing genauer angucken. Und wir wollen die Frage beantworten, wer braucht das? Für wen lohnt sich dieses O1 Pro Angebot? Okay, also was ist erstmal neu? Nun, wir haben ChatGPT. Das ist die ganz normale Web-Plattform und es gibt 3 Bezahlvarianten. Technisch gesehen 4. Kommen wir gleich dazu. Also zunächst einmal haben wir die kostenlose Bezahlvariante. Dann gibt es eine $20 pro Monat Variante. Das ist die wir bislang als Bezahlvariante kannten. Und dann gibt es sogar die $25 pro Monat Variante, die wenig Leute zu kennen scheinen. Der Unterschied zwischen den beiden ist ganz einfach. Bei der $20 Variante sagt OpenAI, yo, wir nehmen alles, was du bei uns sagst und benutzen das für das KI-Training von weiteren zukünftigen Modellen, wie zum Beispiel dem neuen jetzt. Bei der $25 pro Monat Variante, die ich seit Monaten, seit Release eigentlich habe, wird einfach gesagt, nee, deine Daten sind deine Daten, die benutzen wir nicht fürs Training. Das heißt, sensible Inhalte sind, zumindest wenn man ihnen vertraut, was fragwürdig ist natürlich immer, aber wenn man ihnen vertraut, dann werden die Sachen nicht ins Training mit reingezählt. So, und jetzt neu ist die neueste Variante, die $200 pro Monat Variante. Und die hat's in sich. Es gibt im Endeffekt mehrere Modelle. Die kostenlosen Nutzer haben Zugriff auf GPT-4o und O1 Mini. Beide mit Zugriffsbeschränkungen. Das heißt, nicht unlimitierte Anfragen sind möglich, sondern halt beschränkt auf ein paar pro Tag, beziehungsweise pro, was auch immer sie jetzt gerade entscheiden. Manchmal ist es Woche, manchmal ist es pro Tag, manchmal ist es pro Monat sogar. Aber ja, im Endeffekt sind die beiden Modelle verfügbar. Wenn man $20 pro Monat bezahlt, ist das aktuell so, dass man jetzt O1 dazu bekommt. Bislang war das übrigens nur die O1 Preview. Jetzt ist das fertige O1-Modell draußen. Und das O1-Modell hat eine Besonderheit. Genauso übrigens das O1 Mini und das O1 Pro-Modell. Denn das O1 Pro-Modell bekommt ihr bei der $200 pro Monat Variante. Und der Unterschied ist jetzt ein ganz subtiler zwischen O1 und O1 Pro. Es ist im Grunde genommen dasselbe Modell. Ja, also dasselbe Modell wird im Hintergrund verwendet. Dasselbe Large Language KI-Modell berechnet O1 und O1 Pro Antworten. Der Unterschied ist aber folgende. Dieses Modell hinterfragt sich selbst regelmäßig. Das heißt, wenn ihr eine Anfrage stellt, fängt es an, sich eine Struktur zu bauen. Was muss ich dafür tun? Macht das Sinn? Was habe ich dabei recherchiert? Okay, ich hinterfrage mich und so weiter und so fort. So, dieser Prozess braucht sehr viel Rechenzeit und im Endeffekt, je mehr Rechenzeit man O1 gibt, das wurde jetzt bei ChatGPT herausgefunden, je mehr Rechenzeit man da reingibt, desto besser werden die Antworten. Wir gucken uns gleich noch Benchmarks an. Im Grunde genommen ist jetzt also für $20 pro Monat Nutzer die Berechnungszeit bei O1 limitiert. Das heißt, euer Modell denkt im Grunde genommen einfach nicht so lange über eine Antwort nach, sondern es denkt schon drüber nach, aber eben halt kurz. Das ist so, als hätte ich für eine Klassenarbeit eigentlich nur eine halbe Stunde und das O1 Pro Modell, das darf so lange nachdenken, bis es wirklich fertig ist. In der Praxis macht das bei meiner Berechnungszeit ungefähr so Faktor 3 aus, wo es unterschiedlich ist. Das heißt, das O1 Pro Modell denkt ungefähr 3-mal so lange nach, aber das ist definitiv nicht als Gesetzmäßigkeit zu sehen, das unterscheidet sich drastisch. Das O1 Modell, also das normale, kann durchaus auch mal über 1 Minute nachdenken, während das O1 Pro Modell durchaus auch mal nur ein paar Sekunden nachdenken kann. Das kommt immer auf eure Anfrage drauf an. Aber stellt man dieselbe Anfrage, denkt bei mir zumindest O1 Pro ungefähr 3-mal so lange nach. Okay. Und wir wollen jetzt testen bzw. evaluieren, für wen lohnt sich eigentlich dieses unsägliche 10-mal so teure Modell O1 Pro. Ja,
Ähm, Ihr habt wahrscheinlich schon eine Vermutung, wenn ich dieses Video auf diesem Kanal hier hochlade und mit diesem Folienlayout hochlade, dass es nicht für die Allgemeinheit ist. Obwohl ich sagen muss, ja, kommen wir gleich dazu. Es ist tatsächlich gar nicht so uninteressant, auch für ganz normale Menschen. Aber gut, wir wollen klären, lohnt sich dieses Ding überhaupt? So, jetzt kommen wir ganz kurz zu meinem Projekt, damit ihr seht, was ich damit entwickelt habe, beziehungsweise was ich eigentlich jetzt getestet habe. Und sagen wir mal so, Benchmarks, ich bin über Benchmarks. Es macht keinen Sinn mehr, meine Benchmarks zu verwenden. Selbst 4.0, also das günstigste Modell, das man jetzt bei Free sogar gratis bekommt, hat schon wirklich quasi jeden Benchmark durchgespielt, den ich mir aus dem Stegreif erfinden konnte. Außerdem, ich programmiere alles fertig Benchmark. Und den hatte dann halt O1 Preview schon durchgespielt. Deswegen ist es witzlos, jetzt diesen Benchmark zu benutzen. Was ich also gemacht habe, ist folgendes. Ich wollte eine vollständige App entwickeln. Das ist die App, die ihr hier sehen könnt. Es ist keine kleine App. Es ist ein vollständiger RSS-Newsreader. So, das bedeutet ein RSS-Feed. Ich erkläre das auf dem anderen Kanal sehr, sehr detailliert. Ich habe einen RSS-Feed gebaut für meine Patrons, beziehungsweise sogar einen gratis RSS, der im Endeffekt die wichtigsten Nachrichten zusammenfasst, die in der Technikwelt so passiert sind. Und dieser RSS-Feed, der ist erstmal, also vielleicht ganz kurze Erklärung, was ich gemacht habe. Das ist schon davor gewesen. Ich habe mehrere RSS-Feeds jetzt eingerichtet für die Nachrichten aus der Technikwelt. Der eine RSS-Feed, den ihr hier seht, den High-Ranking oder High-Rating RSS-Feed, der ist einfach für alle öffentlich verfügbar. Den könnt ihr gerne auch benutzen. Da sind die Highlights aus der gesamten Technikwelt drin. Das heißt, die wirklich wichtig sind. So, dazu habe ich allerdings noch mehrere Kategorien quasi festgelegt, sowas wie Artificial Intelligence, also AI als Kategorie, sowas wie Hacking bzw. Cybersecurity, alles was mit Privacy zu tun hat, Netzpolitik und so weiter, Hardware, bla bla bla. Ne? Und jede dieser Kategorien, jeder Artikel bekommt eine Bewertung in jeder dieser Kategorien und basierend auf dieser Bewertung landet der dann in eurem Feed oder eben nicht. Ihr könnt euch den, wenn ihr Patreon seid, da ist übrigens auch der Link in der App verlinkt sogar, wenn ihr, und unten natürlich auch, wenn ihr Patreon seid, dann könnt ihr euch das quasi selber zusammenstellen. Und dann habt ihr euren RSS-Feed, der genau das und eure Interessen widerspiegelt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, ich will alles im Bereich Cybersecurity wissen, das eine Bewertung von 6 oder höher hat. Bei AI bin ich nicht so tief drin, da reichen mir die 9er und 10er. Und bei Privacy will ich alles wissen, das heißt von 1 bis nach oben zum Beispiel. Das könnt ihr euch komplett custom zusammenstellen und es gibt mittlerweile über 10 Kategorien. Das heißt, ich glaube, man kann schon ganz gut sagen, über 20 sind es glaube ich sogar, kann man schon ganz gut sagen, was man für einen Feed haben möchte. Und genau diesen Feed, der ist schon davor da gewesen, ja. Also das ist nicht die App gewesen. So, das ist aber ein RSS-Feed. Und es gibt mehrere RSS-Reader da draußen, aber es gibt ein paar Funktionen, die habe ich vermisst. In einem RSS-Feed kann man auch Audio angeben. Das ist bei meinem noch nicht der Fall, das will ich über die Weihnachtszeit programmieren. Das heißt, mein RSS-Feed bekommt dann eine Vertonung. Und dann möchte ich nicht dass ich durchscrollen muss. Bei dem RSS-Reader, den ich davor benutzt habe, waren immer die Artikel abgeschnitten, die ich hier selber schreiben muss. Also eine Zusammenfassung schreiben muss zu einem Artikel. Und es war einfach nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Und genau deswegen habe ich diese App hier entwickelt, die mir wirklich einen Reader gibt, der mir einmal den Artikel zeigt, das seht ihr hier. Das heißt, erstmal Bild, dann hier oben Titel. Hier haben wir den eigentlichen Artikel und ich habe mich halt darauf konzentriert, dass ich, wenn ich diese Dinger schreibe, dass ich komplett auf Clickbait verzichte, dass ich eine Zusammenfassung schreibe, das heißt, alle relevanten Informationen, die man braucht, stehen da schon drin und es ist nicht ein, ey, schau mal, das Krasses passiert hier, klick bitte auf meine Nachricht, damit ich mehr Klicks bekomme oder sowas. Das habe ich da explizit rausgeschmissen. Ich habe Werbung rausgeschmissen, dann habe ich hier eben wann der Artikel veröffentlicht wurde und die Quelle verlinkt. Dann haben wir aber auch eine Merkliste, die haben wir hier. Da kann ich mir quasi Sachen einfach merken und die sind dann verfügbar, sodass ich sie mir halt später angucken kann. Da komme ich drauf. Dann habe ich hier einen Teilen-Button, sodass ich quasi einfach Links woanders hinschicken kann. Und dann habe ich hier ein als ungesehen markieren. Es gibt im Hintergrund quasi eine Merkliste, welche Artikel man schon gesehen hat. Und wenn man einfach wieder in die App reingeht, dann sieht man den ersten Artikel, den man noch nicht gelesen hat.
Und damit kann man sich halt quasi von Hand sagen, ey, den Artikel habe ich noch nicht gelesen, damit man wieder da drauf kommt. So, dann, falls der Artikel, beziehungsweise falls irgendein Feed, das geht zum Beispiel auch mit Podcasts übrigens, falls irgendein RSS-Feed Audio beinhaltet, dann wird oder kann ich in den Settings einstellen, dass die Audio automatisch abgespielt wird oder auch nicht automatisch, da muss ich absichtlich draufklicken. Und wenn die Audio automatisch abgespielt wird, kann ich auch Autoscroll aktivieren. Darauf hat mich einer von meinen Patreons gebracht. Und zwar, die Idee ist folgendes: Wenn ich da jetzt auf jedem Artikel eine Audiospur drauf habe, dann mache ich einfach Autoscroll an und dann läuft das quasi durch. Das heißt, ich kann das zum Beispiel im Auto einfach an mein Auto verbinden und lasse das laufen. Und während dem Autofahren kann ich halt quasi die News durchhören und dadurch, dass es immer automatisch zum nächsten News geht, hört es halt nie auf. Ich muss nicht aktiv draufdrücken. Darauf hat mich eben einer von euch gebracht. So, das sind im Endeffekt schon alle Funktionen, aber ihr seht, es ist keine komplett banale App. Ja? Diese App ist durchaus auch ein bisschen komplexer. Und ich wollte tatsächlich wirklich evaluieren, kann ich sowas damit entwickeln? Die Antwort seht ihr hier offensichtlich, ich kann sowas damit entwickeln. Aber wo lief's denn gut? Wo lief's denn schlecht? Und was habe ich eigentlich daraus gelernt? Nur noch mal ganz kurzer Hinweis, die App ist bald im App Store verfügbar. Ich weiß genau, dass die Frage kommen wird. Sie ist nur noch nicht für alle verfügbar. Man muss bei Android mittlerweile eine geschlossene Beta machen. Dafür habe ich jetzt schon, ich glaube, wir haben so 70 Tester oder sowas, haben wir. Und die haben jetzt dann, sobald sie reviewed ist, das ist über das Wochenende geschrieben worden, also Freitag, Samstag, Sonntag habe ich die geschrieben, Sonntagabend habe ich sie in den Play Store gepackt und naja, seither wird sie halt von Google reviewed und sobald sie von Google reviewed wurde, ist sie dann für die Tester verfügbar und dann werde ich sie auch veröffentlichen. Der Link bleibt allerdings derselbe, ich werde euch den unten teilen, beziehungsweise auch am Ende des Videos nochmal als QR-Code reintun, dann könnt ihr euch den speichern und könnt einfach vielleicht zur Weihnachtszeit ungefähr nochmal reingucken. Und dann sollte sie auch verfügbar sein, beziehungsweise vielleicht dann Anfang nächstes Jahr. Ich sag's euch aber auch auf Instagram nochmal. So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo liegt denn eigentlich dieser RSS-Feed? Also ich meine grundsätzlich die App, da kann man sich nicht mal anmelden, aber der RSS-Feed liegt bei unserem heutigen Partner Infomaniac, dem ethischen Serveranbieter in der Schweiz. Ethisch im Sinne von, in der Schweiz hast du unfassbare Datenschutzvoraussetzungen. Das heißt, die speichern sich so wenig Daten, wie sie nur irgendwie können und gehen extrem verantwortungsvoll damit um. Und weil wir halt vor Ort waren, konnten wir auch schauen, wie sieht das da eigentlich aus, was wird da gemacht und ja, wie genau werden Daten eigentlich überhaupt verarbeitet. Das ist schon mal der eine ethische Aspekt. Der zweite ist, übrigens, super geiles Office, wir durften auch reingehen, ist wunderschön. Aber der zweite Aspekt ist die Nachhaltigkeit im Sinne von Umwelt. Denn Infomaniac hat das wahrscheinlich fortschrittlichste Rechenzentrum, das ich jemals gesehen habe, im Sinne von Energie wieder benutzen. Heißt, sie nutzen im Endeffekt die gesamte Hitzeenergie, die von einem Rechenzentrum entsteht, und pusten die einfach in das Fernwärmenetz der Stadt Genf. Heißt, sie heizen damit die Stadt. Und das ist so geil. Ich werde das in dem neuen Video, das ich noch baue, werde ich das natürlich ausführlich erklären, aber es ist einfach ein Gamechanger für alles. Plus, ihr könnt natürlich zum Beispiel auch eure eigene Anwendung einfach wie in einem ganz gewöhnlichen Cloud-Setting erstellen. Zum Beispiel Open-Source-Modelle wie Llama 3.2 übrigens, das neueste Modell, beziehungsweise bald wahrscheinlich schon Llama 3 oder 3.3 oder sowas benutzen. Und Mixtral 8, 22b und so weiter und so fort könnt ihr alles bei Infomaniac einfach ansprechen. Es gibt auch ganz viele andere Anwendungen, einfach einen normalen VPS nehmen, das habe ich für diesen RSS-Feed genommen, also einen Server, der quasi bei Ihnen steht, ab 3 Euro im Monat, was wirklich, wirklich günstig ist. Deswegen, ja, für mich einfach ein komplett logischer Schluss, da hinzugehen, und vielen, vielen Dank an Infomaniac, dass ihr dieses Video und meine ganzen Projekte einfach unterstützt, was halt super geil ist. Deswegen kann ich einfach diesen RSS-Feed überhaupt so offen anbieten, weil, naja, wenn ich für den Server so viel bezahlen müsste, wäre das nicht so einfach. Aber gut, zurück zum Thema. Schauen wir uns die App an sich an. Ich habe das Ganze in Dart und Flutter entwickelt, ein Framework, zu dem ich auch schon eine ganze Tutorial-Reihe gemacht habe. Der große Vorteil hierbei ist nämlich, Dart und Flutter ist Cross-Plattform. Das heißt, im Grunde genommen kann ich das nicht nur als Android-App rauslassen, sondern auch als iOS-App, als Website, als ich glaube sogar als native Linux-Anwendung, Windows-Anwendung und macOS-Anwendung. Das habe ich aber noch nie gemacht mit Flutter, muss ich fairerweise sagen. Und auch noch nie habe ich eine iOS-App daraus rausgelassen. Was mich ein bisschen nervös macht, weil ich das durchaus noch vorhabe. Aber ich habe halt kein Apple-Gerät, weil, ne,
warum? Und man braucht eins dafür. Aber anyways, wir haben das jetzt mit Android gemacht. Also wir haben es in Dart und Flutter geschrieben und es wird eine Android-App, beziehungsweise es ist eine Android-App geworden. Und ihr seht, es sind durchaus einige Dateien, die wir hier zusammengebaut haben. Auch mit einer schönen Ordnerstruktur und allem drum und dran, so wie es sein soll. So. Und was habe ich gemacht? Also zunächst einmal, ich habe das O1 Pro Modell natürlich benutzt und habe gesagt, okay, das sind meine Spezifikationen, das sind die Features, die ich haben wollte, das sind die wir gerade behandelt haben. Das ist der Code, den ich habe. Anfangs war das natürlich gar keiner, aber später wurde das dann natürlich immer mehr. Und dann habe ich gesagt, das ist die Dokumentation, also für Fälle, wo es ein bisschen schwierig war, wo zum Beispiel ChatGPT die alten Versionen hatte, weil was Neues seit herausgekommen ist, habe ich dann teilweise einfach noch die Dokumentation wirklich 1:1 von der Webseite oder von der Produktseite, von der Library-Seite zum Beispiel, habe ich da reingestopft und habe gesagt, so, das ist die Doku, bau mir das. Und anschließend habe ich von ChatGPT O1 Pro, also der teuren Variante, meinen neuen Code bekommen in mehreren Dateien. Ich musste es ein paar Mal dazu sagen, aber ich habe immer die gesamte Datei bekommen. Das heißt, in den allermeisten Fällen habe ich wirklich einfach ganz stupide Copy-Paste gemacht. Es gab ein paar Fälle, wo ich selber den Code angefasst habe, aber dann waren es wirklich nur so einzelne Zeilen, beziehungsweise einfach drüber gegangen, wo ein Fehler mir in der IDE, also in der Entwicklungsumgebung, angezeigt wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, diesen Fehler, den kann ich selber fixen zum Beispiel. Da habe ich dann einfach zum Beispiel meinen Const entfernt. Das war aber alles, was ich gemacht habe. Also höchstens mal einen Const entfernen. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe fast keine Zeile selber geschrieben. So, was ich aber hauptsächlich gemacht habe, ist, ich habe den Code gelesen, den es mir ausgespuckt hat, und vor allem verglichen mit dem davor. Das heißt, ich habe natürlich ein Git-Repository dazu gebaut und habe dann verglichen, was ist jetzt neuer Code in den Git-Diffs und was ist alter Code und habe dann geschaut, okay, wo sind genau die Änderungen, obwohl O1 Pro mir das in den allermeisten Fällen einfach direkt gegeben hat. Und dann habe ich den Code einfach eingeführt und habe ihn ausgeführt und habe dann teilweise auch einfach die Fehlermeldung wieder in O1 Pro reingegeben und habe dann wieder neue Antworten davon bekommen. So, und was ich bekommen habe, waren tatsächlich bis zu 4 volle Dateien, also von denen, die ihr mir gerade, wo ihr gerade gesehen habt, bis zu 4 fertige Dateien, komplett mit dem gesamten Code. Teilweise so bis zu 200 Zeilen vielleicht mal, aber immer sehr sauber dokumentiert, immer sehr, leider extrem akkurat, einfach genau das getroffen, was ich wollte. Und das Einzige, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe Feedback gegeben, also zum Beispiel, hey, ich finde das Design nicht so geil. Also zum Beispiel der Titel auf der Startseite war vorher ganz oben als so Adressleistentitel quasi drin. Das fand ich nicht so hübsch einfach. Hab dann gesagt, hey, können wir das vielleicht unten reinmachen als Bande sozusagen. Dann habe ich habe auf Englisch programmiert, deswegen, ne? Dann habe ich alle Fehlercodes einfach reingegeben, habe gesagt, okay, mach das nochmal neu, hier ist ein Fehler. Und ich habe Verbesserungsideen, also quasi Feature-Wünsche von meiner Seite aus reingegeben und gesagt, wie ich das gerne benutzen wollen würde und was es ändern soll. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Vor allem, wenn man sich den Unterschied zwischen O1, also dem normalen O1-Modell, und dem O1 Pro-Modell aussucht. Es gibt nämlich eine Art neuen Benchmark, wenn man so möchte, von OpenAI, den sie für diese Art Modelle, die sehr lange denken können, verwenden. Also diese Reasoning-Modelle. Und im Grunde genommen ist das hier sehr entscheidend. Also, was da steht ist, hey, also grundsätzlich, wenn man sich die Benchmarks anguckt von O1 und O1 Pro Mode, einfach nur die einfach normalen Benchmarks, dann sind die relativ nah beieinander. Was jetzt hier neu dazugekommen ist, ist diese 4 out of 4 Reliability. Und die gibt an, wenn wir dieselbe Anfrage stellen, in 4 von 4 Fällen, wie häufig ist das richtig? Beziehungsweise ist es bei 4 von 4 Fällen korrekt? Und die Anfragen können sehr, sehr komplex sein. Also hier eine Competition Code, Codeforces. Ich weiß nicht, wer von euch Codeforces kennt. Das ist der Benchmark, der wahrscheinlich dem am nächsten kommt, was wir tun. Aber in dem Fall wurde hier in 75% der Fälle beim Pro-Mode und in 64% der Fälle beim O1 normal wurde bei 4 von 4 Antworten bei Codeforces die richtige Antwort gefunden. Das ist Competitive Coding, das heißt, man hat ein meistens algorithmisches Problem, die teilweise lächerlich komplex sein können und die muss man dann lösen. So, und wenn wir da den Benchmark vergleichen, wenn wir einfach nur schauen, wer kann das,
dann ist O1 fast genauso gut wie O1 Pro Mode. Aber wenn man sagt, okay, wer schafft's denn auf jeden Fall immer richtig, dann ist O1 Pro Mode halt deutlich besser. Und das ist mir hier auch aufgefallen bei meinem Test. Wenn ich gesagt habe, ich will das und das als Code haben, es hat wirklich bis ins feinste Detail in den allermeisten Fällen alles richtig gehabt. Und ich musste eigentlich nie denselben Fehler zweimal fixen. Also sowas wie es verhaspelt sich und kapiert es dann nicht mehr. Oder es baut mir irgendwas, was nicht richtig war oder sowas. Das ist eigentlich nie vorgekommen. In den allermeisten Fällen kam das, was ich gesagt habe, auch genauso raus. Was natürlich nicht immer akkurat ist, weil wir wissen genau, dass man Spezifikationen durchaus auch missverstehen kann. Das ist mir da auch selber nochmal deutlich bewusst geworden und ich versuche mich schon sehr, sehr gut auszudrücken. Speziell habe ich mal meinen Workflow unterteilt. Das heißt, es ist im Endeffekt nicht einfach, ja, von A bis Z nur Coding gewesen, sondern zunächst einmal musste ich meine gesamte Entwicklungsumgebung aufsetzen. Das heißt, das habe ich hier mal Dev-Setup genannt. Dann, also dafür musste ich natürlich zum Beispiel eine Installation bauen, also quasi die ganzen Tools, Android SDK, Flutter SDK und so weiter und so fort musste ich installieren. Dann gab es das Projekt-Setup, wo wir die ganzen Dateien gerade gesehen haben. Da musste ich quasi mir überlegen, okay, wie teile ich das eigentlich logisch auf, dass es am Ende in schöne Module aufgeteilt ist. Dann kam das eigentliche Coden und da kamen dann natürlich immer wieder neue Features dazu, weil ich mich auch selber immer wieder neu erfunden habe. Ich habe das Ganze quasi agile gemacht, wenn man so möchte. Nur, dass es halt hyper-agile war. I don't know. Und dann kamen immer neue Features dazu und dann wollte ich das Ganze am Ende auch noch deployen. So, und wir gucken uns mal die ganzen Schritte einzeln an, denn ich muss sagen, beim Coden, das ist kein Junior-Praktikant mehr, wie das früher bei ChatGPT war. Das ist ein Softwareentwickler, der weiß, wie man Software entwickelt. Also, buchstäblich, alles, was ich gesagt habe, hat das Ding gebaut. Und teilweise kam halt als Feedback sowas wie, hey, wenn du so scrollen möchtest, ich wollte eigentlich horizontal scrollen, bei der App muss man jetzt so links-rechts scrollen, weil die Artikel teilweise nicht draufgepasst haben, je nachdem wie groß das Smartphone ist, sind die quasi zu groß und man muss halt noch im Container drin selber scrollen, weil manche Leute halt auch große Schrift eingestellt haben etc. Deswegen konnte ich das nicht einfach so machen und da hat es mir zum Beispiel auch gesagt, hey, wenn du das wie bei TikTok haben willst, dass es so weitergeht, das funktioniert nicht so richtig, weil das funktioniert von den Containern einfach nicht so richtig. Also ich hätte es quasi komplett anders schreiben müssen, was ich dann nicht wollte, weil das links-rechts finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt und hat sich für mich besser angefühlt. Auch solches Feedback, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, das ist unfassbar gut gewesen. Es gab buchstäblich gar nichts, was nicht funktioniert hat. Ich hatte, und das muss ich dazu sagen, ein paar Mal das Problem, dass es mir quasi gecrashed ist, sozusagen, also nicht gecrashed ist, aber dass ich gesagt habe, ich will dieses Feature haben und dann hat es zu sehr auf dem, was ich schon davor alles reingegeben habe, beharrt. Dann habe ich einfach einen neuen Chat gestartet und habe genau denselben Workflow wiedergewählt. Und dann hat es immer einen frischen Ansatz gehabt und hat mir auch wirklich genau das ausgegeben, was ich wollte. Teilweise mit größeren Änderungen dann, wo es gesagt hat, oh, das kann ich besser machen. Und das war dann, als würde quasi ein neuer Entwickler nochmal drüber schauen und das aus einer anderen Perspektive nochmal sehen. Ich habe, glaube ich, insgesamt 4 Chats für das gesamte Projekt gebraucht, also für das Coden von dem Projekt gebraucht, mehr nicht. Und ja, das war wirklich wahnsinnig beeindruckend. Allerdings müssen wir über Setup und auch vielleicht Coding nochmal und vor allem das Deployment reden. Okay, das Setup. Das Setup war bei mir natürlich erstmal, ich musste JDK installieren, das hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Und musste dort eine gültige Version des JDK installieren. Und ich muss fairerweise sagen, das geht auf meine Kappe. Ich habe gesagt, hey, warum soll ich JDK 17, also das Java Development Kit 17 installieren, wenn wir schon bei 23 sind? Und habe schlauerweise natürlich direkt mal 23 installiert, was natürlich Probleme bei Android Studio macht. Fairerweise, die KI hat zu mir gesagt, hey, installiere 17. Ich habe 23 installiert. Ich sollte auf die KI hören und nicht auf meine Intuition. Das ist das, was ich bei dem Schritt gelernt habe. Dann das Ganze aufsetzen, also im Sinne von Pfad eintragen in die Systemvariablen, dann Android Studio mit den SDKs plus Virtual Devices installieren. Auch das nahtlos funktioniert. Flutter Setup, inklusive Android Licenses, inklusive Flutter Doctor, inklusive eigentlich allem, was ich gebraucht habe. Auch das hat nahtlos funktioniert.
Es gab, das war das Einzige, was ich hier bemängeln kann, es gab keine Command-Line-Tools am Ende für mich, die waren nicht vorinstalliert. Die waren natürlich in Android Studio mit dabei, aber die waren nicht im Pfad eingestellt. Das heißt, die sind so nicht für mich verfügbar gewesen, von Haus aus. Und später kam dann ChatGPT und hat gesagt, hey, benutzt mal den und den Befehl, der auf das SDK angespielt hat. Und das SDK war ja nicht verfügbar, weil es noch nicht im Pfad war. Das heißt, da hat es sich sozusagen hat es angenommen, dass ich was gemacht habe, was es mir davor aber nicht gesagt hatte. Aber dazu muss man sagen, das war das Einzige. Und wenn ich dann nachfrage, ey, wie kann ich denn das in den Pfad bekommen, beziehungsweise einfach den Fehler reingegeben habe, dann hat es mir auch gesagt, ey, trag das mal in den Pfad ein. Also von dem her auch das nahtlos funktioniert. Eigentlich. Zum Development habe ich gerade eben schon ein paar Sachen gesagt. Ich musste manchmal nachfragen, weil es manchmal natürlich ein paar Bugs produziert hat, aber wenn es Bugs produziert hatte, in eigentlich 3 Aufrufen von ChatGPT o1 Pro, furchtbarer Name in dem Fall, muss ich mal ganz kurz sagen, in 3 Aufrufen waren die repariert. Spätestens. In den allermeisten Fällen waren die nach einem Aufruf repariert oder sie hatten sich so weit verändert, dass sie dann beim nächsten Aufruf oder beim übernächsten verändert waren, beziehungsweise gefixt waren. Ich hatte nie einen Bug, der danach exakt so geblieben ist. Also es hat immer versucht, den nächsten Schritt zu bauen sozusagen und einen Bug zu fixen. Und genau das mache ich beim Entwickeln eigentlich auch. Wenn sich eine Fehlermeldung ändert, dann weiß ich habe einen Fortschritt gemacht. Und dann versuche ich die nächste Fehlermeldung zu fixen und so weiter und so fort. Und genau diesen Ansatz nur auf Steroiden, weil es halt nicht einen Fehler, sondern gleich die ganze Datei repariert hat hier O1 Pro Mode auch gelöst. Also wie gesagt, Coden, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach, es ist krank. So. Dann Deployment. Deployment ist wahrscheinlich das gewesen, wo ich am meisten Struggles mit hatte. Und Deployment bedeutet, ich habe meinen Code, er läuft auf meinem Virtual Device, aber ich gehe dann in eine wirkliche Production, in ein Release rein. Das heißt, ich baue aus meinem Code eine funktionierende APK-Datei, beziehungsweise eine AAB-Datei. Ist egal, was das jetzt genau ist. Im Grunde genommen musste ich dazu aber Signing Keys erzeugen. Ich musste diese Signing Keys in Gradle einbauen. Ich persönlich, ich hasse Gradle, das muss ich sagen. Ich habe immer, wenn ich konnte, versucht, Gradle zu meiden. Nach dem Projekt hier habe ich Gradle verstanden, einigermaßen zumindest, und ich verstehe, was es genau tut. Aber trotzdem war das Deployment genau der Prozess, der, also um mal hier Zeiten zu geben, ne? Ich habe für das Setup ungefähr 2 Stunden gebraucht. Für das Development habe ich insgesamt vielleicht 8 Stunden gebraucht von der gesamten App. Und für das Deployment habe ich, naja, vielleicht nochmal so 10 Stunden gebraucht. Plus dann halt das, was noch im Google Play Store anfällt. Also da muss man ja auch Teste angeben, man muss die App hochladen und all das und Bilder erstellen. Dafür habe ich halt auch nochmal ein paar Stunden gebraucht. Deswegen habe ich hier 3 Tage gebraucht. Der allermeiste Teil ging auf diesen Kack hier unten, das Deployment. Und dazu habe ich tatsächlich einen separaten Chat angefangen irgendwann, was schlau war. Und habe gesagt, okay, das sind meine Gradle-Dateien. Dazu musste ich mich erstmal ein bisschen einarbeiten. Und dann habe ich einzelne Fixes bekommen. Und einmal musste ich sogar das Projekt komplett neu aufsetzen, weil die Gradles einfach so kaputt waren. Und danach war das Ding eigentlich in einer Stunde erledigt. Und auch dieses Neuaufsetzen, auch das kam von ChatGPT. Es gab einen Fall, da ist mir mein komplettes Gehirn geplatzt. Der Fehler, den ich hatte, der verhindert hat, dass das Ding am Ende wirklich als APK funktioniert hat auf meinem Smartphone, nicht nur auf dem Virtual Device, weil bei mir ist es immer abgestürzt. Der Fehler war, dass bei Android Studio eine Variante vom Java Development Kit dabei ist und die ist einfach hinterlegt. Und die ist potenziell eine zu hohe Version gewesen. Ich dachte, es nimmt auf jeden Fall meine Java-Version, tut es aber nicht. Es nutzt einfach eine interne Java-Variante und genau das hat das ganze Projekt bei mir zerstört. Ich wusste von diesem Bug vorher noch nichts. Ich hatte mit dem noch nie Probleme. In diesem Projekt hatte ich diese Probleme und ChatGPT hat das gefixt. Also hat mir gesagt, was ich ändern muss, in welcher Datei, in diesen ganzen tausenden Konfigurationsdateien, und erst dann hat es funktioniert. Also ich muss dazu sagen, ohne O1 Pro hätte ich dieses Projekt hier gar nicht bauen können wahrscheinlich. Ich wäre Tage beschäftigt gewesen mit Googlen und hätte wahrscheinlich keine Lösung gefunden, hätte dann irgendwann
Post geschrieben bei Stack Overflow, wäre angeschnauzt worden, dann hätte ich es vielleicht geschafft. So, aber insgesamt muss ich sagen, das ist ein ganz anderes Level an automatisiertem Softwareentwickeln. Und hier müssen wir vielleicht ganz kurz drüber reden, was genau das jetzt eigentlich bedeutet. Also, wir haben einen Softwareentwickler, der den Prozess wirklich von vorne bis hinten ziemlich perfekt eigentlich schafft. Mit einer Ausnahme. Was O1 Pro nicht kann, ist, es weiß nicht, wenn irgendwelche Sachen neu sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Library verwende, was häufig vorkommt, was auch O1 Pro von sich aus tut, dann kriegt ihr meistens eine alte Library. Und ihr müsst dann selber schauen, okay, das ist die neue Library-Version und das ist die Dokumentation, das hat sich geändert. Und da macht O1 Pro manchmal Schwierigkeiten. Da macht es manchmal Fehler, weil es kennt die alte Variante und mit der kann es umgehen. So, es hat aktuell noch keinen Code Execution Mode, das heißt, ich kann nicht einfach mein gesamtes Projekt nehmen und sagen, hier, mach mal, das geht nicht. Was ich aber gemacht habe, war immer, ich habe meinen Tree gegeben, also welche Dateien habe ich, und habe dann gesagt, okay, welche Dateien brauchst du? Und dann hat es mir gesagt, die Dateien brauche ich, habe die einfach reingecopy-pastet und dann kam am Ende eine Antwort raus. Und das hat so lächerlich gut funktioniert. Meine Aufgabe als Softwareentwickler war hier hauptsächlich zu entscheiden, welche Features möchte ich drin haben, was macht Sinn, wie kann ich Bugs finden und fixen und das dann zu tun. Die App an sich hat übrigens noch ein paar Bugs. Ich benutze sie selber in Production regelmäßig, eigentlich jeden Tag jetzt, seit ich sie fertig habe. Das sind noch nicht so viele, ne? Ich benutze sie jeden Tag mehrfach sogar. Aber ich werde das auch beibehalten natürlich. Und dabei merkt man dann auch, was einen so selber stört. Zum Beispiel aus der Merkliste kann man aktuell noch nichts entfernen. Das ist aber fairerweise nicht der Fehler von ChatGPT gewesen. Daran habe ich noch nicht gedacht gehabt, dass das ja auch ein Ding ist, was man halt machen muss. Das Entwickeln hat komplett nahtlos funktioniert eigentlich. Und unsere Aufgabe als Softwareentwickler, wenn das wirklich mal in verschiedene IDEs eingebaut wird, also sagen wir mal, das kommt jetzt in Visual Studio Code oder in meinem Fall in Android Studio, automatisch rein, dann muss ich hauptsächlich noch definieren, was genau soll gemacht werden und muss Feedback geben. Und muss mit meinen Stakeholdern reden, muss all das tun, was halt drumrum anfällt, neben der Softwareentwicklung. Und fairerweise, da zählt auch das Deployment mit rein, beziehungsweise auch die ganze Sache mit Server aufsetzen, weil ich habe genau diesen Prozess ja auch schon für den RSS-Reader gemacht, nur dass ich dort nicht O1 Pro Mode, sondern O1 Mini verwendet habe. Und auch da hat es mir schon Nginx-Konfigurationen ausgegeben, die ich zum Glück verifizieren kann. Ich kenne mich mit den Dingern aus, aber die sind teilweise anstrengend zu schreiben und das funktioniert wahnsinnig gut. Gerade wenn man auch mit solchen Sachen wie Regex oder sowas sich rumschlagen muss. Auch das funktioniert. Das heißt, eure Aufgabe wird vermutlich früher oder später, beziehungsweise jetzt eigentlich gerade schon, wegen diesem neuen Modell, in meinem Fall zumindest, mehr in eine verwaltende Rolle gehen. Und in meinem Fall ist der Workflow dadurch drastisch beschleunigt worden. Aber das bringt massive ethische Implikationen mit sich. Denn wir hatten es ja eingangs davon gehabt, für wen lohnt sich eigentlich dieses $200-Modell? Wenn ich vergleiche, das $20-Modell ist wahnsinnig gut, aber es produziert eben nicht immer auf Anhieb genau das richtige Ergebnis. Das $200-Modell produziert in meinem Fall fast immer auf Anhieb, also auf den ersten Aufruf, das richtige Ergebnis. Es ist quasi, ihr müsst weniger testen und weniger am Ende debuggen. So. Und da beantworte ich euch mal die Frage, für wen ist dieses Modell eigentlich wirklich was? Das $200 ChatGPT-Modell ist, finde ich persönlich, für die Leute, die professionell, deswegen Pro, damit arbeiten, sogar fast lukrativ. Weil in meinem Fall, wenn ich jetzt hier, sagen wir auch mal nur ein paar Stunden länger gebraucht hätte, weil ich mehr debuggen muss, weil ich mehr ChatGPT fragen muss, weil ich mehr Korrekturen anfragen muss. Wenn ich da, sagen wir mal, 5 Stunden länger gebraucht habe, 5 Stunden mit Stundenlohn bezahlen, da lohnt sich teilweise schon fast, wenn man sagt, okay, ich investiere diese $200 pro Monat und dafür spare ich noch mal ein paar Stunden mehr, weil es direkt richtige Ergebnisse liefert. Ja,
Was das allerdings auf einer gesellschaftlichen Ebene für uns bedeutet, das werde ich wahrscheinlich nochmal in einem separaten Video ansprechen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wir sind eh schon drüber. Aber ihr wisst, dass sich für uns einiges verändern wird und auch schon verändert hat. Aber ja, lasst uns da separat nochmal drüber reden. In dem Fall würde ich sagen, alle, die wirklich selbstständig sind oder damit beruflich arbeiten und es von der Firma gestellt bekommen, vielleicht nicht gerade so eine 500.000 Leute Firma, sonst wird es arg teuer, aber alle, die damit wirklich professionell arbeiten, für die könnte es sich schon lohnen, wenn sie wirklich sehr komplexe Anfragen stellen müssen. Und ich glaube, gerade für Softwareentwickler, gerade die stellen mit die schwersten Anfragen und gerade für die lohnt sich das am allermeisten, weil unsere Anfragen sind lang, komplex und nicht leicht reparierbar. Aber in meinem Test, das wahnsinnig gut geklappt. So, hier einmal ganz kurz Shoutout an all diese Dinge. Wenn ihr den RSS-Feed jetzt schon testen wollt, den gibt's bei Patreon, ganz rechts. Der High Ratings RSS-Feed ist mittlerweile auch der Feed, über den ich den Newsletter hier generiere. Das ist der da. Und da kriegt ihr dann einmal in der Woche tatsächlich einfach News Roundup. Plus, wenn ihr wollt, nochmal kategorienweise News. Das ist aus dem anderen RSS-Feed generiert. Dann habt ihr Instagram hier, damit ihr Bescheid bekommt, wann die App rauskommt, beziehungsweise wenn die App rauskommt. Und da oben, ganz, ganz rechts außen oben, ist schon mal der Link zur App für alle, die das hier vielleicht einfach später schauen und die App einfach schon mal verwenden wollen. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauern wird. Es wird wahrscheinlich so Richtung Neujahr oder sowas, hoffe ich, da sein. Ich weiß nicht, wie lange Google braucht. Das muss ich einfach dazu sagen. Und ja, wenn ihr, ich weiß nicht, vielleicht verlinke ich euch sogar unten noch den Link, wo ihr euch als Beta-Tester registrieren könnt. Dann könnt ihr euch da auch anmelden und dann könnt ihr die App auch schon im Vorfeld testen. Genau. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und ja, I guess wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.